Servus und Hallo, liebe Orchideenfreundinnen, Orchideenfreunde. Heute möchte ich euch eine Orchidee vorstellen. Ihr seht, die ist sehr, sehr klein. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Phalaenopsis Everrise Blue Angel Purple Halo. Die hat einen wahnsinnig spannenden Namen. Und ihr seht, sie ist klein, sie ist hübsch. Und ich erzähle euch in diesem Video, aus welchen zwei Orchideen diese hier entstanden ist. Gucken wir uns doch mal die Blüte an. Hier sehen wir also die schöne Blüte der Phalaenopsis Everrise Blue Angel Purple Halo. Und wer sich mit Orchideen Phalaenopsis Naturformen beschäftigt, der wird sofort eine Naturform vermutlich aus der Blüte herauslesen. Und zwar die Phalaenopsis lobii. Und Purple. Wo könnte man Purple herbekommen? Es gibt eine schöne Züchtung bei Phalaenopsis, und zwar die Phalaenopsis Purple Martin. Und jetzt wisst ihr auch schon, wie die Kreuzung entstanden sein wird. Genau, es wurde eine Purple Martin mit einer Phalaenopsis lobii gekreuzt. Wer sich mit der Thematik weiter auseinandersetzen will, zum einen könnt ihr das auf der Webseite orchideenhobby.de von mir anschauen. Da habe ich es beschrieben und auch mit Fotos der Elternpflanzen. Diese Pflanze ist sehr klein. Die Phalaenopsis lobii ist ebenfalls eine sehr kleine Phalaenopsis-Art und die wiederum hat ihre volle genetische Potenz an die Pflanze weitergegeben. Potenz in dem Sinne, dass sie eben gesagt hat, meine Gene sind dominanter und die werden die der Phalaenopsis Purple Martin insofern dominieren, dass eben die Genetik der kleinen Pflanze, der Kleinwüchsigkeiten, der kleinen Blüte mit dieser breiten, typischen Phalaenopsis lobii Blüte, Lippe überwiegt und nur der Hauch des lilanen Farbtons der Purple Martin eben durchgehen darf. Das heißt, die Grundfarbe der Phalaenopsis lobii ist ja weiß mit einer intensiv gelben Lippe und das, was im Prinzip bei der lobii den leicht gelben Touch hat, an der Blüte, das ist eben durch den Purple oder lilanen Farbtouch der Purple Martin überpinselt worden und man erkennt das, die Blätter erinnern der Pflanze, die Blätter erinnern durchaus an die Purple Martin von der Form her, ist so ein bisschen spitzer, schmäler und deutlich größer als jetzt bei der lobii. Bei der lobii sind die Standardblätter ungefähr diese Größe, aber das ist schon das Einzige. Das heißt, sie hat ihre Zwergwüchsigkeit eindeutig weitergegeben und man sieht es eben auch an der Blüte. Jetzt wisst ihr, wie die Phalaenopsis Everrise Purple Angel, Phalaenopsis Everrise Blue Angel Purple Halo mit diesem Purple Halo entstanden ist. Und das ist eine sehr kleine Pflanze, die passt wirklich auf jede Handfläche. Das heißt, wenn ihr auf der Fensterbank gar keinen Platz mehr habt, dann könnt ihr die mit Sicherheit noch unterbringen. Von der Kultur her sind das die ganz normalen, üblichen Phalaenopsis-Temperaturen von 18 bis 24 Grad. Kräftig gießen, bis die Wurzeln richtig schön Wasser gezogen haben. Man kann sie in Moos, in Pinienrinde und in Kolomi kultivieren. Am besten die Methode wählen, mit der ihr am besten zurechtkommt. Kräftig gießen und dann natürlich muss sie auch abtrocknen dürfen. Das kann bei Moos deutlich länger dauern als jetzt bei Rinde. Die trocknen schneller ab. Kolomi speichert ja Wasser, das heißt, das ist ja dann oberflächlich trocken. Das heißt, da müsst ihr immer mal gucken, in welchem Verhältnis ihr am besten die Pflanze gießen müsst. Und jetzt habt ihr alle Informationen zu dieser tollen, kleinen Phalaenopsis-Hybride. Eine absolute Must-Have-Kaufempfehlung. Und hier habt ihr nochmal die schöne Blüte. Phalaenopsis Everrise Blue Angel Purple Halo. Richtig toll. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so eine kleine Orchidee auch habt, ob ihr auch so eine kaufen würdet oder ob ihr vielleicht sogar ein Faible habt für Mini-Orchideen. Und ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, bis zum nächsten Video und tschüss.